Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen mit einem Deck, das war mein erstes eigenes. Da haben wir eine Wunscherfüllungskarte zusätzlich drin nach dem kollektiven Monat März. Und ich bin gespannt. Ja, da eröffnen sich Geheimnisse. Irgendeine Nachricht, die Wissen mitbringt. Für einige zeigt sich eine bestandene Prüfung. Wir haben den Klee im Haus des Klees drin. Das können jetzt sehr viele Dinge sein, im Prinzip sogar 4. Ne? Der Klee steht für die 2 und das Haus des Klees nochmal. Also sehr viele Möglichkeiten, die irgendwie ermöglichen, hier im Beruflichen auch dabei, neue Sachen aufgehen zu lassen, Kurse anzubieten, Prüfungen zu bestehen. Die Berufskarte an sich liegt im Hause des Schiffes drin. Hier kann sein, dass man viel unterwegs ist oder dass man sich berufliche Träume anguckt oder dass man langfristige berufliche Sachen plant. Die Berufung ist hier sehr mit im Spiel. Es kann hier auch sein, dass man so ein bisschen beschäftigt ist, das Außen und den Beruf in der Waagschale zu halten. Wir haben hier plötzliche Veränderungen, die sehr viel Klarheit mitbringen. Das sind ja auch Richtungswechsel, Kurskorrekturen. Und ich habe im Haus des Hauses das Kreuz drin. Hier ist so ein bisschen Herausforderung, vielleicht auch im häuslichen Bereich, in der Umgebung, in der Familie. 2, 4, 6, 7, 8. Und es zeigt sich hier etwas, was lange stagniert hat oder was nicht funktioniert hat als Geschenk. Hier darf man bei dem, an das man nicht geglaubt hat, auch ruhig mal mit einer Überraschung rechnen. Ein oder anderer hat hier tatsächlich einen beruflichen kleineren Neubeginn oder eine Sache, die sich wechselt, dreht, aber die einem sehr viel Erleichterung mitbringt. Wir haben Nachrichten, die emotional machen. Möglicherweise gibt es auch irgendwas, was man erfährt, wo man mit großer Emotionalität darauf reagiert. Aber ich sehe es eher als Fülle an. Ne? Der Klee liegt drüber. Es kann ja auch etwas sein, was so im Beruf mit viel Schatten oder mit viel Emotionen einhergeht. Vielleicht auch mit wankenden Gefühlen, ne? Dass man denkt, heute gehe ich ganz gern hin, morgen ist es mir eine Belastung. Da sehe ich irgendwie, dass sich etwas erleichtert oder dass man einen Weg findet. Es kann jetzt hier sein tatsächlich, dass man Haus und Beruf, also Umfeld und Beruf unter einen Hut kriegen muss, dass es auch aus dem Umfeld viel gibt, das irgendwie stresst. Wir haben eine Doppeldeutung drin. Wir haben hier im Haus der Schlange das Kind und im Haus des Kindes die Schlange. Es kann jetzt sein, dass eine spezielle Person besonders herausfordernd ist oder dass wegen einer Person rasche Veränderungen kommen. Möglicherweise sind es auch Elternthemen, ne? Dass sich bei den Eltern was verändert und man muss deshalb etwas neu strukturieren. Ich sehe aber auch bei allen Verstrickungen oder bei sehr verstrickten Bereichen eine Auflösung drin, die für alle gut ist. Bei den Veränderungen, die hier stattfinden, kann es sein, dass wir tatsächlich so ein bisschen gestresst sind oder unruhig, dass es Unruhe mitbringt, weil wenn etwas plötzlich kommt oder unerwartet, dann ist es ja oft so, dass wir nicht den Plan B schon haben. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Veränderung, die von außen kommt, die zwar stresst, aber die am Ende einen Erfolg mitbringt und ein ausgeglichenes, emotionales Gerüst für die nähere Zeit. Hier sind auch Aussprachen. Ne? Hier ist etwas, wo man sich emotional klärt, wo man
sich ausspricht und dadurch eben dann wieder für Ruhe sorgt. So, dann haben wir vielleicht ein paar Unklarheiten mit dem Gegenüber. Da geht es vielleicht um Kinder, um Freunde, um Leute, die sich einmischen, um Menschen, um die man sich vielleicht auch Gedanken macht. An sich gibt es Entscheidungen, die haben mit dem Stabilisieren von Finanzen zu tun oder auch aus dem Bereich Vitalität mit angepasst. Und es sind Entscheidungen, die einfach langfristige Wege mitbringen. Und da kann es sein, in diesem Monat, dass es beim Bereich der Ämter und Behörden so zu Hindernissen kommt. Ne? Also, dass etwas längere Zeit braucht, bis es auf dem Plan ist. Wir sind in den Spiegelungen auch mit dabei. Was ich sehr schön finde, ist tatsächlich, dass wir einer sehr verstrickten Situation hier rasch den Rücken drehen können. Das Ende einer Verstrickung. Das kann jetzt bei vielen mit dem Haus, mit der Häuslichkeit, aber auch mit dem Beruf und den Finanzen zu tun haben. Wir haben alle Themenkarten hier mit dabei. Entscheidungen in Beziehungsdingen, in neue Wege, neue Möglichkeiten, verbindlich etwas zu lösen. Aber es ist auch eine Entscheidungsfrage, ne? Zum Beispiel, für welches Beziehungskonstrukt entscheide ich mich künftig. Man sieht hier, dass es um eine neue Erfahrung geht. Eine Erfahrung, die ein sehr wankendes Gefühl ablöst. Und ich habe so einen Monat, wo alles, was man neu erfährt, Papiere, Dokumente, Instruktionen irgendwo, Wissen, dass das hier der große Glücksbringer irgendwie ist. Ne? Wir haben die Wunscherfüllungskarte dabei, die liegt im Haus der Sonne drin. Das Beste ist überhaupt, sie korrespondiert mit den Sternen, die im Haus des Buches liegen. Also hier ist wirklich ein Glück, das nach Wunscherfüllung riecht und hier vielleicht auch noch mal zwei. Es kann jetzt sowas sein, dass man auf etwas Bestimmtes wartet oder dass man eine Lösung präsentiert kriegt, mit der man nicht gerechnet hat, die dann wie so ein Dominoeffekt wirkt, ne? Die viele erleichtert oder alle Familienmitglieder oder für viele einen Ausgleich irgendwo mitbringt. Das ist ein Monat, wo sehr, sehr viel Richtungswechsel stattfindet. Der Fuchs geht raus, wir selber liegen im Haus des Fuchses. Also auch etwas, wo aufklärend ist, wo Zweifel weggehen, wo wir unsere offenen Fragen beantwortet bekommen. Ich habe Veränderungen auf der DNA männlicher Linie, also auf allem, was jetzt mit Vaterthemen zu tun hat, mit Söhnen und mit Gegenüber. Da geht ein schwerer Brocken weg oder ein bisschen ein schweres Kreuz oder etwas, was anstrengend ist oder was auf alle wirkt, kann hier sehr plötzlich abfallen. Was mir hier in diesem Blatt sofort ins Auge sticht, ich brauche mal meinen klugen Stift, ist wirklich das sind wir. Und wir sind irgendwie umgeben von Personen. Ne? Das sind unsere Freunde, die Kollegen, das sind vielleicht erwachsene Kinder. Die Schlange ist mit dabei, das Gegenüber, der Bär. Und wir sind hier so ganz umgeben von den Personen. Heißt für mich auch, dass man sich ein bisschen Freiraum schaufelt, weil wir haben ja hier auch Herausforderungen im Hause des Hauses drin, also der Umgebung. Es kann sein, wir werden hier stark vereinnahmt, also immer auch gucken, dass wir, sorry, jetzt musste ich glucksen, dass wir selber auch, jemand denkt vielleicht an mich, uns nicht im Weg stehen, weil wir nur die anderen bedienen wollen.
So, dann habe ich das Berufliche hier auch nochmal doppelt. Wir haben die Sonne im Haus des Berufes drin. Da kann sein, dass viele ein plötzliches Angebot kriegen, einen neuen Weg, eine Entscheidung, wo sie auch, ich sag mal, langfristig und mit ihrer Vitalität besser klarkommen. Es ist vielleicht auch verbunden damit, dass man durch ein berufliches Konstrukt, das ja hier sehr gut liegt, den Konflikt mit den Finanzen oder die Hindernisse im finanziellen Bereich ein bisschen besser umschiffen kann. Für alle, die nicht arbeiten, das ist immer auch das Thema, was bearbeite ich, an was bin ich dran, mit was beschäftige ich mich. Und hier sind irgendwie gute Früchte. Ne? Ich habe ja auch wieder die Nähe zu den Ahnen, zu den Geistführern. Für einen oder anderen kann sein, dass innerfamiliär Nachrichten da sind oder Sachen passieren, die für alle Wunscherfüllung mitbringen. Das Einzige, was ich hier habe, ist, dass wir vielleicht ein bisschen energetisch angenagt sind oder dass wir viel Energie brauchen, dass aber genau auch das, für was wir uns einsetzen, hier die Wunscherfüllung mitbringt. Es kann jetzt hier an einen Bereich gehen, die mit Ämtern oder Behörden zu tun haben. Da sehe ich nur, dass vielleicht Nachrichten nicht so schnell über den Tisch gehen, wie sie sollen. Oder die Selbstständigen betreffen. Ne? Emotionale Unabhängigkeit sehe ich auch irgendwo mit dabei. Irgendwie ist es auch so, wir haben das Schiff im Haus des Kreuzes, hier beginnt irgendwie das Schicksal, eine neue Reise anzufangen. Ne? Meine Lebensreise kommt in eine andere Richtung, unsere Lebensreise. Wir gucken mal, was das Krafttier dazu sagt, welches Krafttier geht mit für den März. Wir haben den Ibis mit dem Thema Weisheit und guckt mal, hier oben ist ja gleich das Buch, das Wissen, die Erfahrungen und wir haben unterm Deck den Marienkäfer mit dem Glück. Hier geht es darum, sehr viel mit sich zu verbunden sein. Man weiß ja schon, was man zu tun hat. Man darf seinen Impulsen folgen. Der Ibis sagt auch, das hatten wir ja hier, dass ich sehe, dass wir vielleicht Energie brauchen, dass wir unsere Kraftreserven mobilisieren und dass wir mit Fleiß, Ausdauer und irgendetwas, was uns geistig und körperlich gut tut, Problemlösungen finden, Sachen überwinden. Möglicherweise ist es für einen oder anderen gut, er macht sich Notizen oder er schreibt etwas auf. Jedenfalls bringt der Ibis Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Anbindung mit. Für viele ist es vielleicht auch, wir haben das Buch am Anfang, ne, dass sie irgendwas mit Büchern, mit Wissen, mit Weisheit auf den Weg bringen. Möglicherweise kann man mal ein Tagebuch schreiben oder ein Traumtagebuch, also alles, was mit Büchern zu tun hat. Scheint ja wichtig zu sein, das kriegen wir zweimal. Kann natürlich auch sein, hol dir das Wissen, das du brauchst. Und mit dem Marienkäfer brauche ich ja nicht so viel sagen. Ne? Der Glücksbote landet in unserem Leben. Man wird geliebt, man fühlt sich geführt, man ist verbunden. Gut, ihr Lieben, wir nehmen noch einen Glücksimpuls. Ich lasse euch wählen. Ich lege das gerade mal so oben drauf. Ich werde mich für die Mitte entscheiden. Abenteuerliche Tage stehen uns bevor. Die linke Seite hat, du darfst jetzt manifestieren, also eine gute Zeit zu manifestieren im März. Und die
Die rechte Seite hat das Manifestieren und die linke Seite hat das Ass im Ärmel, also sprich den Joker. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch und wir hören uns.